Ja, die Demos haben einen Haufen bewirkt. Erstens nehmen die Politiker uns jetzt ernst, die hören auf, uns als Bots zu beschimpfen, weil... Ja, wir haben jetzt eigentlich mehrere Monate lang richtig sehr hart gearbeitet. Wir haben mächtig viel Zeit reingesteckt, sie alle komplett ehrenamtlich. Wir haben jetzt auch endlich die Leute auf die Straße bekommen. Jetzt hat zum Beispiel Axel Voss seine Bots auf der Straße, wie er sie so gerne betitelt hat. Und ja, da wollten wir jetzt eigentlich unter anderem 5 Millionen Stimmen und monatelange harte Arbeit offiziell an die Abgeordneten ein letztes Mal übergeben, damit sie gegen Artikel 13 morgen im Plenarsaal abstimmen werden. Ja, Einen ganz kurzen Moment. vielleicht danach oder? Wir können es jetzt kurz mit den 5 Millionen machen. Wir würden, Ach so, Ihnen sehr ja. gern, wir würden Sie gerne Ihnen diese 5 Millionen Unterschriften Ja. gegen Artikel 13, nicht Ja. gegen die gesamte Urheberrechtsreform, Ja. sondern gegen die Urheberrechtsreform, wie sie jetzt gerade ist, sehr gerne übergeben, dass Ja. er doch mehr Nachteile hat als Vorteile, um mal nur Artikel 13 zu nennen oder Artikel 14 des Künstler oder Kreativschaffende wirklich in eine schlechte Verhandlungsposition stellt. Würden Sie die jetzt stellvertretend für sich, für die CDU annehmen? Ich kann das gerne annehmen. Also zur Kenntnis nehmen. Ja. Sie Ich sehen nehme das es auch zur anders, aber Kenntnis. Sie nehmen es nur zur Kenntnis. Nein, ich nehme es ja nicht nur zur Kenntnis, wir haben ja auch darauf reagiert. Wir haben zweimal darauf reagiert, aber es wird leider von der anderen Seite nicht zur Kenntnis genommen, dass wir darauf reagiert haben. Und das ist das, was ich so ein bisschen bedauere, dass weiterhin mit solchen Falschinformationen einfach dann umgegangen wird. Ich nehme das gerne zur Kenntnis. Ich selber muss eben sagen, wir haben das auch berücksichtigt, auch hier die Rechte der Einzelnen eigentlich nochmal erweitert, sogar gerade im Hinblick auf diese Petition. Morgen wird eine sehr, sehr knappe Abstimmung und ich hoffe sehr, dass die europaweiten Proteste mit hunderttausenden jungen Europäerinnen und Europäern den Kolleginnen und Kollegen sehr deutlich machen, dass diese Reform nicht zukunftsgewandt ist und deswegen mindestens Artikel 13 gestrichen werden muss. Ich hoffe, dass das Europaparlament entweder die problematischsten Artikel 11 und 13 streicht oder das Trilogergebnis als Ganzes ablehnt. In dieser Form dürfen wir es auf keinen Fall akzeptieren. Ich wünsche mir, dass die verschiedenen Abgeordneten auf die Interessen derer Wählerinnen und Wähler eingehen und die Problematik dahinter verstehen und sich vernünftig beraten lassen. Ja, also das Demo-Geldgerücht 450 € pro Demonstrant würde, glaube ich, sogar große amerikanische Konzerne in die Knie zwingen. 90 Millionen € hätten allein in Deutschland ausgezahlt werden müssen. Das ist natürlich grober Unfug und demokratieschädigend und ich weiß nicht, was Kolleginnen und Kollegen reiten kann, sowas zu behaupten. Die Proteste am Wochenende haben gezeigt, dass es wirklich Hunderttausende sind, die für das Thema brennen und die vom Europaparlament erwarten, dass es die Position der Wählerinnen und Wähler unterstützt. Ich glaube, wenn das Europaparlament das nicht tut, dann könnte das zu mehr Politikverdrossenheit, Frustration führen. Ich hoffe sehr, dass in dem Fall die Leute nicht aufgeben, denn es gibt dann noch eine Endabstimmung im Rat. Also da hätte die Bundesregierung noch einmal die Chance dagegen zu stimmen. Da müsste dann der Protest wirklich weitergehen. Nein, es ist definitiv noch nicht zu spät. Wir haben jetzt morgen die Abstimmung und selbst wenn die Abstimmung anders da verläuft, als wir es uns vorstellen, gibt es immer noch die Möglichkeit in den nationalen Parlamenten. Und also ansonsten, ich bedanke mich wirklich bei euch. Und 5 Millionen Leute, 5,1 Millionen Unterschriften sind natürlich irre. Und genauso die großen Proteste, gerade von jungen Menschen. Ich finde, insbesondere sollte man Leute nicht diskreditieren, die sich politisch einmischen. Die letzten Tage haben mich
doch sehr gewundert, was manche Leute aus der CDU da gesagt haben. Aber worauf es eigentlich ankommt ist, es ist richtig, Urheber stärker zu schützen, gerade auf den globalen Plattformen. Die verdienen viel Geld und zahlen darauf nicht mal ordentlich Steuern. Aber es ist falsch, mit diesem Ziel Upload-Filter auf den Weg zu bringen, zudem dafür zu sorgen, dass kleine und digitale Unternehmen Schwierigkeiten haben, in den Markt zu kommen und noch dazu lauter Rechtsunsicherheiten zu schaffen für die Nutzerinnen und Nutzer. Und deshalb werde ich morgen gegen dieses Urheberrecht stimmen. Europaparlament nicht zulassen, dass Menschen, die zu uns kommen, beschimpft werden als bezahlte Demonstranten. Ich möchte Sie als Präsident bitten, das zu verurteilen, öffentlich. Danke. But the parliament represents the people, and we represent 5 million of those people. Just receiving the petition. It says like 5 million people signed the petition. Thank you. At least thank you for your time. Even if you don't want to receive the petition, like Martin Schulz did. Here is the petition. Here is Just it's the petition. It is the 5 million signatures. Send me the signature. We will send you the signature. signature. We can give you We will give you the Have a nice signature. day. Ja klar, wir bringen jetzt 5 Millionen Zettel mit. Bring den 5 Millionen Zettel. Die Wahrheit ist, in dieser Debatte geht es mittlerweile um viel mehr als um das Urheberrecht. Es geht um den Umgang mit unserer Demokratie. Auf der anderen Seite werbe ich bei Ihnen auch dafür. In Ihrer Kampagne bitte helfen Sie mit. Ich glaube, das machen Sie ja auch, aber bitte helfen Sie mit, dass es nicht zur Anti-EU-Stimmung wird, weil das wäre einfach... Das ist auch das, dem wir massiv entgegenarbeiten. Deswegen freut es uns tatsächlich, dass Sie die Petition jetzt noch, ich sage einfach mal stellvertretend für die EVP-Fraktion angenommen haben. Besser als Axel Voss. Weder die Union noch die SPD noch die Opposition hält diese Reform für sinnvoll. Niemand will die politische Verantwortung übernehmen für Uploadfilter. Ich kann es nicht sagen. Es wird eine extrem knappe Abstimmung, es wird ein richtig knappes Ding. Aber ja. Man überlässt Maschinen keiner Entscheidung über Grundrechte. Dafür gibt es den Rechtsstaat. Il testo è approvato. Es ist durch. Es ist durch. Es ist durch. Es ist durch. Ja. Ja, es ist schade, dass die Proteste nicht wirklich erhört wurden. Es ist komplett durch, mit Artikel 13. Ich finde es nur schade, dass eine extreme Lobbykampagne gefahren wurde von Yes to Copyright. Zum Beispiel, dass sie hier im Haus gestern Abend noch eingeladen haben zum Champagner trinken und Schnittchen essen. Während wir dahingestellt werden, als wären wir alle von Großkonzernen bezahlt. Das, was wir hatten, ist demokratischer Protest. Das, was wir hatten, ist eine demokratische Aktion mit der Petition zum Beispiel, die Antonio Tajani nicht direkt annehmen wollte. Ja, nicht aufgeben, wir können weitermachen. Die Richter am EuGH, die haben bestimmt jetzt gerade Spaß. Die werden das Ding auseinandernehmen. Und ja, es ist, ja, weiß ich nicht, ich bin gerade ein bisschen wortlos. Aber die Rechnung werden sie halt bei den Wahlen bekommen, von den Leuten, die halt jetzt übergangen wurden.